Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick von Powerbox Systems und heute reden wir kurz und knapp über das Binden eines Empfängers. Los geht's. Nachdem jetzt die grundlegenden Funktionen angelegt sind, binden wir einen Empfänger. Dazu gehen wir in das Bindemenü. Man kann bei unserem System die Empfänger auf zwei Arten und Weisen binden. Entweder steckt man zuerst den Empfänger an und tippt dann auf Binden, oder man drückt zuerst auf Binden und gibt dann Strom auf den Empfänger. Beides funktioniert. Ich drücke zuerst auf Binden und schalte dann den Empfänger ein. Wenn die LED am Empfänger dauerhaft blau leuchtet, bei älteren Empfängern ist die LED grün, dann ist der Empfänger gebunden. Im Sender sieht man das Bild des Empfängers hinterlegt. Bei der Core können 4 Empfänger gebunden werden. Bei der Atom sind es 2. Wichtig zu wissen ist, alle gebundenen Empfänger sind gleichberechtigt. Das heißt, ich kann an jeden Empfänger Telemetriesensoren anschließen. Alle Empfänger übertragen die Telemetrie. Sollte später mal ein Empfänger gegen einen anderen ausgetauscht werden, verwendet man zuerst den Entfernen-Button und bindet ihn dann neu. Das ist vor allem wichtig, wenn mehrere Empfänger gebunden sind. Damit bleibt dann die Bindeinformation gleich und man muss nicht alle Empfänger neu binden. Wir verbinden den nochmal. An der Stelle zeige ich gleich, wie man von hier aus in das Empfängermenü kommt. Dafür muss der Empfänger an sein. Dazu tippen wir einfach auf das Bild des Empfängers. Jetzt wird das Empfängermenü über die Telemetrie geladen. Alle Einstellungen hier passieren also nicht am Sender, sondern im Empfänger. Hier sehen wir einmal die aktuelle Firmware-Version, die Framerate des Servos. Die Framerate auf den Servotyp kann angepasst werden. Meistens sind 12 Millisekunden oder 15 Millisekunden optimal. Der Data Fast-Track-Anschluss ist universell einsetzbar. Entweder als Fast-Track für die Gyro-Funktion oder als SRXL oder S-Bus-Funktion, um zum Beispiel ein Heli-Flybarless-System anzuschließen. PPM12. PPM12 wird oft als PC-Dongle für Flugsimulatoren verwendet. Stellt man PWM ein, bekommt man einen weiteren Kanal. Bei unserem PBR14 käme hier ein Kanal 15 raus. Bei Ausgang A Start, hier kann man zum Beispiel die ausgegebenen Kanäle einstellen. Ich könnte diesen Empfänger jetzt nicht Kanal 1 bis 14 ausgeben lassen, sondern beispielsweise 15 bis 26. Somit kann man mit 2 Empfängern doppelt so viele Kanäle ausgeben. Oft wird beispielsweise ein PBR9D für Kanal 1 bis 9 gewählt und noch ein PBR5S für weitere Funktionen für Kanal 10 bis 15. Alle unsere Empfänger ab PBR7S haben die iGyro-Software implementiert. Das heißt, man muss lediglich einen iGyro-SAT am Fast-Track anschließen und bekommt ein Gyro-System für 2 Quer-, 2 Höhen- und 2 Seitenruder. Und mehr noch. Schließt man zusätzlich auf dem P2-Bus noch ein GPSV oder ein TAV an, ist der Gyro automatisch geschwindigkeitskompensiert. Alle Einstellungen für das Gyro-System im Empfänger werden hier über dieses Telemetriemenü gemacht. Wir werden für das Gyro-System nochmal ein eigenes Video machen. Dieses Menü steht auch bei allen Powerbox-Akkuweichen oder Telemetriesensoren zur Verfügung. Unsere IESC-Brushless-Regler können zum Beispiel von hier aus komplett eingestellt werden. Hier sieht man, wie leistungsfähig unser System ist. Es ist kein PC und kein Kabel notwendig. Wie man an diesem Beispiel sehen kann, können alle Produkte aus dem Powerbox Ecosystem hier am Sender eingestellt werden. War doch ganz einfach, oder? Hat euch das Video gefallen? Gerne liken, kommentieren und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Schaut auch gerne in unser Support-Forum, dort werden viele Fragen von vornherein beantwortet. Bis dahin, allzeit gute Flüge und bis zum nächsten Video.